Ich zeige dir anhand der Virgin Galactic Aktie, wie Goldman Sachs gegen dich tradet. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader. Mich hat ein Kommentar erreicht, warum die Aktie von Virgin Galactic trotz der guten Nachrichten mittlerweile um mehr als 40% abgestürzt ist. Genau das habe ich auch nie verstanden, als ich noch nicht erfolgreich war. Ich dachte, dass Aktien zwangsläufig steigen müssen, wenn sie in den Nachrichten zu sehen sind und gute Nachrichten haben. Wie du heute lernen wirst, ist häufig genau das Gegenteil der Fall. Seitdem ich verstehe, wie große Institutionen wie Goldman Sachs vorgehen, hat sich mein Trading komplett verändert. Ich verstehe, wie diese größten Marktteilnehmer vorgehen, was sie machen und viel wichtiger, wie ich genauso wie sie agieren kann. Bevor wir durchstarten, die Frage, was ist eigentlich passiert? Der britische Milliardär Richard Branson ist am 11.07. als erster mit seinem eigenen Weltraumunternehmen in den Weltraum geflogen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um Virgin Galactic, die den Weltraumtourismus eröffnen möchten. Dazu haben sie bereits auch einige Tickets für solche Flüge im Wert von $250.000 pro Stück verkauft. Was auf der einen Seite als gelungenen und erfolgreichen Start klingt, hat auf der anderen Seite mit der Börse erstmal wenig zu tun. Gerade bei solchen Ereignissen, die sehr in den Medien aufgebauscht werden, finden sich Tausende, Hunderttausende Leute, die noch nie was von diesen Unternehmen gehört haben und sich übers Wochenende einlesen und am nächsten Tag direkt in ihrem Depot Tausende von diesen Aktien kaufen. Diese These wird bestätigt, wenn wir uns mal den Pre-Market Chart dieser Aktie anschauen. Bereits um 4 Uhr eröffnet in New York der Pre-Market, was bei uns in deutscher Zeit 10 Uhr in der Früh ist. Und wir sehen hier gleich, dass wir mit einer Handelslücke nach oben, also einem sogenannten Gap, gestartet sind. Dieses Gap oder Handelslücke führt jetzt dazu, dass alle, die sich jetzt vorgenommen haben, heute zu kaufen, ja, wenn der Markt eröffnet, möchte ich diese Aktie auf jeden Fall kaufen. Diese Leute haben dann Angst, diesen Trade zu verpassen, weil sie denken, oh, ich wollte eigentlich kaufen, wenn der Markt eröffnet und jetzt sehe ich bereits, dass vorbörslich diese Aktie ein Gap nach oben aufweist. Ich habe also noch mehr Interesse, diese Aktie zu kaufen und natürlich aus psychologischer Sicht haben wir da eine Menge Fear of Missing Out, FOMO abgekürzt, und wir können es kaum erwarten, in diese Aktie zu investieren, sobald eben der Markt eröffnet und unser Broker das zulässt. Während das sogenannte Dump Money, also alle Leute, die keine Ahnung haben, worum es an der Börse eigentlich geht, jetzt hier kaufen möchten, führt das Unternehmen ein sogenanntes Offering, also eine Kapitalerhöhung durch. Was steckt da jetzt hinter? Bei Virgin Galactic sind das ca. $16 Millionen pro Monat, die sie aktuell ausgeben, was sich ganz einfach aus den Börsenfilings ableiten lässt. Fakt ist, das Vorhaben ist nicht ganz günstig und viele junge Unternehmen nutzen gerade am Start die Möglichkeit der Kapitalerhöhung, weil so ganz einfach Geld gedruckt werden kann. Natürlich gibt es auch sehr viele unprofitable Unternehmen, die dieses Prozedere über Jahrzehnte hinweg machen, aber das sind meist Aktien, die du nur in dem Bereich unter $10 findest. Kommen wir zur wichtigen Frage, war diese Kapitalerhöhung abzusehen? Ja, und es ist nicht sonderlich schwer, diese Information zu finden. Unternehmen müssen dies natürlich vorher registrieren und brauchen dann auch noch die Erlaubnis der Börsenaufsicht, also der SEC. In diesem Fall ist die Registrierung für 3 Jahre gültig. Erst nachdem Sie dann die Erlaubnis der Börsenaufsicht für diese mögliche Kapitalerhöhung bekommen, gibt es ein weiteres Dokument, was dann die Details der tatsächlichen Kapitalerhöhung preisgibt. Am 17.06. gab es die Anmeldung von potenziell $1 Milliarde und dann zur Markteröffnung kam das Offering, also die Kapitalerhöhung im Wert von $500 Millionen. Wie traden Goldman Sachs und andere gegen dich? In diesem Fall haben Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs den Auftrag bekommen, also Aktien im Wert von $500 Millionen zu verkaufen. Das sind also ganz neue Aktien, die diese Agenten also bekommen, um sie einfach auf dem offenen Markt zu verkaufen. Du kannst dir das ganz einfach so vorstellen, du würdest also deine Broker-Plattform öffnen, sehen, dass du da jetzt vielleicht 3-4 Millionen dieser Aktien in deinem Brokerkonto hättest, obwohl du sie zuvor gar nicht gekauft hast, bist also der Agent und dein einziges Ziel ist es jetzt, die einfach in dem offenen Markt zu verkaufen und das natürlich strategisch durchzuführen, dass du nicht sehr groß den Markt beeinflusst. Diese Banken haben also absolut 0,0% Risiko, weil sie einfach diesen Auftrag ausführen
und die Aktien verkaufen müssen. In der Regel bekommen sie dafür 2 bis 3% Vergütung von dem Volumen, was letztendlich ausgeführt wurde. Das Timing ist also perfekt, weil sie diese mediale Aufmerksamkeit nutzen, um Leute auf der anderen Seite ihres Trades zu haben. Das Ganze wurde also perfekt vorbereitet und inszeniert, damit es an diesem Tag genug Volumen geht, damit sie auf der anderen Seite des Trades Leute haben, die kaufen, nicht wissen, was passiert und sie eben ihre ungefähr 11 Millionen Aktien verkaufen können, um dann einen Wert von 500 Millionen Dollar einzunehmen. Wir haben also mal wieder eine Menge gelernt, aber welche Tipps können wir jetzt hieraus ableiten, damit wir beim nächsten Mal nicht auf der falschen Seite sind und kaufen, während Goldman Sachs gegen uns verkauft und im Optimalfall wir sogar mit ihnen auf einer Seite sind. Tipp Nummer 1. Events, die lange im Voraus bekannt sind und bereits eingepreist sind, werden häufig für diese Zwecke verwendet. Daher werden sie auch Sell the News Events genannt. Das bedeutet natürlich nicht, dass immer Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, dennoch wird eben das große Volumen dafür genutzt, um sich aus großen Positionen zu verabschieden und viele große Anteile zu verkaufen, ohne eben einen großen Einfluss auf den Markt zu haben. Tipp Nummer 2. Achte immer auf den Chart, also die technische Analyse. Hier haben wir ganz klar gesehen, dass wir zur regulären Handelseröffnung direkt unter das vorherige Tagestief gegangen sind. Wir haben auch die letzte Konsolidierungsphase gebrochen nach unten, was ein ganz klarer Bruch dieser Struktur darstellt und immer ein schlechtes Zeichen zum Kaufen ist. Du willst also genau das Gegenteil sehen. Wenn du so etwas kaufen möchtest und wirklich denkst, dass es stark ist, dann müsste es auch Stärke beweisen, also über den vorherigen Tag nach oben gehen und im Optimalfall auch eben die vorherige Konsolidierungsphase nach oben hin ausbrechen, was dann eben ganz klar verifizieren würde, da bist nicht nur du interessiert, sondern auch andere Marktteilnehmer, eben auch die großen Marktteilnehmer empfinden es wirklich als positives Event und dieses Event würde dann auch gekauft werden. Tipp Nummer 3. Überprüfe, ob du einen klaren Plan hast. Solltest du nicht wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit dieses Trades war, dann bist du sehr wahrscheinlich nur Emotionen gefolgt, sehr wahrscheinlich den Nachrichten gefolgt, die dich beeinflusst haben, hier eventuell einen Trade zu nehmen und die Aktien zu kaufen. Das ist keine Nische, das ist niemals ein guter Plan. Nimm das für dich mit und mach's beim nächsten Mal besser. Als abschließenden Tipp empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen, in dem ich noch detaillierter auf die Tricks der Trading-Profis eingehe und dir zeige, wie du mit ihnen auf einer Seite handeln und agieren kannst. Vergiss nicht, einen Daumen zu geben und ein Abo dazulassen. Danke fürs Zusehen und ciao.